Das zweite AFC Divisional Game. Diesmal mit den Pittsburgh Steelers, die einen 13:3 Rekord haben, gegen die Jacksonville Jaguars, die einen 10:6 Rekord haben und sich durch einen Wildcard-Sieg gegen die Buffalo Bills in dieses Divisional Playoff Game spielen konnten. Das Spiel findet am nächsten Sonntag 19:05 Uhr im Heinz Field in Pittsburgh statt. Pittsburgh ist Favorit mit 7,5 Punkten. Das Over-Under liegt bei 41 Punkten. Die Jaguars haben einen 4-1-Record gegen die Steelers in den Playoffs. Das letzte Playoff-Spiel für beide Teams, für die Jacksonville Jaguars, war es das 10:3 gegen Buffalo am letzten Sonntag. Es war ein langweiliges und schwaches Spiel von beiden Teams. Man sagt, diese Teams hätten es nicht verdient, in die Playoffs zu kommen. Sind sie aber dennoch, und die Jacksonville Jaguars sind mit ihrem dann doch enttäuschenden Quarterback Blake Bortles eine Runde weitergekommen. Jetzt sagen viele Leute, ja, Blake Bortles, der ist kein guter Quarterback und hätte man einen anderen vernünftigen Quarterback, dann wäre man ein Super Bowl Contender dank dieser starken Defense. Jetzt muss man aber auch sagen, hey, Blake Bortles, der hat ein Playoff-Win auf seinem Konto und das haben nicht alle Quarterbacks in der NFL. Und vor allem muss man sagen, dass Blake Bortles über 3000 Yards geworfen hat. Natürlich ist das nicht die beste Statistik, aber Blake Bortles, der kann sich sowohl auf seine Defense verlassen und er kann sich meistens auch auf sein Running Game verlassen. Also auf das Running Game der Jaguars. Nun, wer wird dieses Spiel gewinnen können? Das wird immer schwieriger, denn für die Pittsburgh Steelers gibt es eigentlich nur noch eine Richtung und das sind die AFC Championship Games gegen die New England Patriots. Weil die meisten Leute, die denken, dass die Pittsburgh Steelers gegen die New England Patriots erneut im AFC Championship Spiel spielen werden. Wen wundert's, das sind die beiden besten Teams der AFC gewesen in der diesjährigen Regular Season und man kann natürlich davon ausgehen, dass es dieses Spiel gibt. Und da kommen wir auch zum letzten Playoff-Spiel des Steelers. Das war am 22.01.2017 in eben diesem AFC Championship Game. Es gab damals eine 17:36 Niederlage gegen diese Patriots, das Kryptonit der Steelers. Das hat man auch in diesem Jahr gesehen bei der Direktbegegnung, bei dem man eigentlich schon fast gewonnen hat und dann dieser Touchdown von Jesse James nicht gegolten hat. Im gleichen Spiel hat man auch noch Antonio Brown verloren, also das war schon ein bisschen ein bitteres Spiel für diese Steelers. Den letzten Sieg gab es eine Woche davor im letzten Jahr gegen die Kansas City Chiefs mit 18:16 konnte man das Divisional Game gewinnen. Das letzte Duell der beiden Teams, das gab es auch in dieser Saison, war in Woche 5 und die Jacksonville Jaguars, die gewannen dieses Spiel mit 30:9 im Heinz Field. Blake Bortles, auch in diesem Spiel sehr schwach, hatte 8 von 14 Completions, 95 Yards und eine Interception. Dafür hat aber Leonard Fournette mit 181 Yards und 2 Touchdowns bei nur 28 Carries das Spiel für die Jaguars gerockt. Big Ben hatte 33 von 55 Pässen Completions, 312 Yards und 5 Interceptions bei 0 Touchdowns. Es war eines der schwächsten Spiele von Big Ben in seiner Karriere. Gut, was gibt es zu beachten? 3 things to watch: Antonio Brown Comeback. Torn Calf hat die letzten 2 Spiele verpasst in der Regular Season, hat sich gegen die Patriots verletzt, wie vorhin angesprochen. Es war dieses Spiel, bei dem man wirklich, wirklich Pech hatte. Es wird nun interessant sein, wie fit er bereits ist. Er wird gegen AJ Bouye und Jalen Ramsey sehr starke Gegner bekommen. Die beiden sind das beste Cornerback-Duo der NFL und jetzt bekommen sie es mit dem wohl besten Wide Receiver der Liga zu tun. Das wird sehr, sehr interessant sein, dieses Duell zu sehen. Juju Smith-Schuster ist nach vorne gesteppt. Ich weiß, ein bisschen blödes Wort, aber wie willst du das am besten sagen? Nach vorne gesteppt, um die Lücke von Antonio Brown zu schließen in diesen Spielen, in der AB abwesend war, hat 332 Yards in diesen Spielen gefangen. Guter Wert bei immerhin 3 Spielen. Zweites Thing to watch: Wie spielt Blake Bortles dieses Mal? Im ersten Spiel war er, wie gesagt, extrem schwach, nur 95 Yards. Im Wildcard Game schaffte er es ebenfalls nicht zu überzeugen, hatte dort sogar noch weniger Yards, 87 Yards mit einem Touchdown und hat mehr Yards zu Fuß gemacht als durch die Pässe, 88 Yards zu Fuß, 87 durch die Luft. 10:3 gegen die Buffalo Bills. Auch gegen Pittsburgh muss die Defense der Sacksonville Jaguars das Spiel machen, denn Blake Bortles wird es wohl nicht auf die Kette bekommen. So, die Stats von Blake Bortles lesen sich folgendermaßen: In Wins hatte er 63,2 Completions, 16 Touchdowns und 3 Interceptions. In Losses
56,1 Completions, 5 Touchdowns, 10 Interceptions. Bei Wins 101,2 Quarterback Rating, bei Losses 62,1. Das heißt, wird Blake Bortles gut spielen, gut ins Spiel kommen, dann könnte es schwierig werden. Schafft er seine Completions an den Mann zu bringen? Für Blake Bortles Verhältnisse sind das die 63,2% im Schnitt. Wenn er das schafft, dann haben sie sehr, sehr gute Chancen, auch dieses Spiel zu gewinnen und für sich zu entscheiden. Und der dritte Punkt, den man sich beachten sollte, ist, kann man die Leistung aus dem ersten Direktduell wiederholen. Seit diesem Spiel war Big Ben danach wieder in einem Elite Quarterback Mode. Nun kommen die Jaguars erneut und es wird sehr interessant zu sein, wie Blake Bortles dieses Spiel verkraftet hat. Also ob das irgendwo noch in seinem Kopf, in seinem Hinterkopf da ist, präsent ist. Immerhin kommt die zweitbeste Defense der Regular Season, die beste Passverteidigung gegen die drittbeste Offense der Regular Season und auch die drittbeste Pass-Offense. Die Keys für dieses Game, das Running Game, die Steelers haben nur die 20. beste Run-Offense und müssen gegen die 21. beste Run-Defense der Jaguars ran. Kann man sich bei Paul Posluszny und Miles Jack eigentlich nicht vorstellen, dass die so schwach gegen den Lauf sind. Und erst recht nicht bei Le'Veon Bell, dass die Steelers nur Platz 20 sind. Ganz, ganz, ganz schwach, wenn man denkt, dass das zumindest das zweitbeste AFC-Team ist. Das sind die Schwachstellen beider Teams. Und hier geht es natürlich darum, diese Schwachstellen am besten zu kaschieren. Die Jaguars haben in der Regular Season die beste Run-Offense gehabt. Rookie Leonard Fournette ging für insgesamt 1040 Yards, blieb aber gegen die Bills bei 57 Yards und 2,7 Yards per Carry. Er hat nun seit 3 Spielen die 100-Yards-Marke nicht mehr geknackt. Die Gegner haben die 10. beste Run-Defense, also auch dort ein schwieriger Gegner. Wie gegen Buffalo, die waren auch sehr stark gegen den Run. Anders als der Pass Rush ist die Run-Defense mit Sean Spence und Vince Williams ein Schwachpunkt bei den Steelers, auch wenn die den 10. besten Run haben. Also gegen die Secondary wird es schwierig, vor allem wenn man Blake Bortles als Quarterback hat, aber gegen den Run, da sind schon irgendwo die Lücken und die muss man versuchen zu schließen oder die muss man einfach versuchen zu attackieren und ich glaube, durch die Runs wären die Jaguars am effektivsten, aber dazu kommt natürlich auch, dass ein Leonard Fournette seine Rookie-Wall durchbrechen muss und dieses Spiel für die Jaguars entscheiden könnte. Ja, wie ist die Homestärke des Steelers einzuordnen? In Divisional Matchups stehen die Steelers bei 12-2 All-Time. Die Jaguars haben 4 Spiele auswärts gewonnen, haben aber zwischen 2013 und 2016 nur 5 Spiele gewinnen können. Also das ist ein klarer Aufwärtstrend. In 3 Jahren 5 Spiele und jetzt in dieser Saison bereits 4 Spiele. Sie sind also auch auswärts besser geworden. Sie haben zwar 5 ihrer 6 Spiele auswärts in den Playoffs verloren, aber das Spiel gegen Pittsburgh war der einzige Sieg, den man je in den Playoffs auswärts gewinnen konnte. Gute Vorzeichen, man weiß es nicht. Kann sich das aber vorstellen. Und für mich ist klar das Key-Matchup TJ Watt gegen Cam Robinson. Robinson ist ein Rookie, genau wie TJ Watt. Robinson ließ diese Saison nur 2 Sacks gegen sich zu. TJ Watt machte ganze 7 Sacks in diesem Jahr. Allerdings hat er in den letzten 9 Spielen nur noch 3 Sacks geschafft. Wird Watt nun gegen Cam Robinson bestehen können und Blake Bortles sacken? Das wird eine sehr interessante Frage, denn der Pass Rush, der darf Blake Bortles, egal wie schwach er gespielt hat in den letzten paar Spielen, aber der Pass Rush, der darf Blake Bortles keine Zeit geben. Kommen wir zu den direkten Matchups, den Unit-Vergleich. Da haben wir auf Quarterback Blake Bortles gegen Ben Roethlisberger und ich glaube, da müssen wir nicht unbedingt so darüber ausführlich diskutieren, denn ich glaube, das ist eine logische Entscheidung und das sollten die Steelers mit ihrem Mann Big Ben klar gewinnen für sich. Die Running Backs Le'Veon Bell und Fitzgerald Toussaint sowie Stephen Ridley gegen die Jacksonville Jaguars Running Back Leonard Fournette, Chris Ivory und TJ Yeldon. Und da muss ich ehrlich sagen, da ist für mich der Punkt für die Jacksonville Jaguars. Ich finde, Leonard Fournette ist mindestens genauso gut wie Le'Veon Bell und die Backups der Jaguars mit Chris Ivory und TJ Yeldon, die sind dann nochmal ein ganzes Stück besser, als das zum Beispiel Fitzgerald Toussaint ist. Ich weiß gar nicht, warum der überhaupt noch in der NFL spielt. Die Wide Receiver bei den Steelers Antonio Brown, Martavis Bryant,
Juju Smith-Schuster, Darius Hayward-Bay, Eli Rogers und Justin Hunter. Gegen die der Jacksonville Jaguars Marquise Lee, Allen Hurns, Dede Westbrook, Keelan Cole, Monte Crockett und Jaden Mickens. Und ich glaube, auch da sollte man sich klar sein, dass der Vorteil für die Pittsburgh Steelers ist, nicht nur wegen Antonio Brown, aber ich glaube, dass Juju Smith-Schuster und Martavis Bryant bessere Wide Receiver sind als Marcus Lee oder Allen Hurns oder der Rookie Dede Westbrook, Keelan Cole und Monte Crockett. Das sind alles Rookies. Für mich ist das auch eine sehr, sehr deutliche Ausgangslage. Die Titans, Jesse James, Vance McDonald und Xavier Grimble gegen die der Jaguars. Und da haben wir Mercedes Lewis, Ben Kojak und James O'Shaughnessy. So, irischer Spieler bei den Jacksonville Jaguars. Ja, Vorteil meiner Meinung nach für Pittsburgh, da würde ich sagen, dass Jesse James schon ein sehr, sehr starker Tight End ist und man muss sagen, Mercedes Lewis, dass der ein Schwachpunkt ist in diesem Spiel. Denn viele sagen, wenn der Quarterback nicht gewechselt werden kann, wenn es da keinen neuen Quarterback gibt, dann hättest du immer noch die Möglichkeit, einen richtigen Tight End an die Seite von Blake Bortles zu stellen, dass der dann versuchen kann, mit diesem Tight End die Punkte die Yards für die Jacksonville Jaguars herauszuholen. Und deshalb auch hier der Punkt für die Pittsburgh Steelers. Dann kommen wir zu O-Line. Alejandro Villanueva, Ramon Foster, Marquise Pouncey, David Tecastro und Marcus Gilbert gegen die O-Line der Jaguars. Da haben wir Cam Robinson, Patrick Omameh, Brandon Linder, AJ Cann und Jeremy Parnell. Das ist noch schwierig zu sagen. Ich würde hier auf ein Unentschieden gehen, da für mich beide O-Lines jetzt nicht zu den besten der Liga gehören, aber durchaus ihre Qualitäten haben und das hat auch seinen Grund, warum diese Teams in den Playoffs sind. Man sagt zwar immer, dass das nicht unbedingt so matchentscheidend ist, für mich ist es das, aber die O-Line ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandspunkt einer Offense, wenn nicht sogar einer der wichtigsten, denn dort stehen 5 Leute, also fast die Hälfte von allen Spielern und wenn die nicht funktionieren, dann wird es einfach schwer werden. Kommen wir zu D-Line. Die Steelers spielen eine klassische 3-4 Defense mit der Frontline, mit Cameron Hayward, Javon Hargrave und Stephon Tuitt. Ja, der Ausfall von Ryan Shazier, der ist natürlich schwerwiegend. Mal schauen, wie sie damit umgehen können. Bis jetzt haben sie das gut gemacht in den letzten Spielen, die sie hatten. Und aus diesem Grund bin ich eigentlich auch zuversichtlich. Die Jacksonville Jaguars, die spielen eine andere Defense, eine 4-3-Defense mit Yannick Ngakoue, Avery Jones, Malik Jackson und Calais Campbell. Und da muss ich sagen, ist für mich das bessere Team Jacksonville. Ja, natürlich die Defense der Jacksonville Jaguars, das ist das Aushängeschild. Defenses wins Championship. Da müssen wir mal schauen, wie das Ganze dann tatsächlich wird. Ich kann mir das noch nicht vorstellen, dass die Jaguars da irgendwie in den Super Bowl kommen. Die nächste Unit dann die Linebacker-Unit, die 3-4 Defense natürlich der Pittsburgh Steelers. Dadurch 2 Spieler, Vince Williams und Sean Spence. Und bei den Jacksonville Jaguars ist es noch schwierig zu sagen, bei einer 4-3 Defense, welchen Spieler du als Inside Linebacker haben willst. Ich würde jetzt sagen, Paul Posluszny macht dort diese Rolle. Da muss ich sagen, auch Vorteil für Jacksonville, denn Posluszny ist ein erfahrener Hund. Der kann spielen, der hat das immer gekonnt. Und ich finde allgemein die Defense der Jacksonville Jaguars, die ist bärenstark. Gut, kommen wir zu den Outside Linebacker, TJ Watt und Bud Dupree gegen, ja, sie sind eigentlich keine klassischen Outside Linebacker, sie machen wenig gegen den Rush, spielen wirklich gegen den Run, Talvin Smith und Miles Jack. Und da würde ich sagen, Vorteil für Pittsburgh, der mir gefällt, TJ Watt in diesem Jahr sehr gut. Auch wenn er ein bisschen ins Stagnieren gekommen ist, was seine Sacks anbelangt. Aber das ist ein super Spieler, der viel, viel Upside noch mitbringen kann. Und man sagt auch, dass er genauso talentiert sein soll wie sein Bruder JJ Watt. Mal schauen. Die Cornerbacks Joe Hayden und Artie Burns gegen AJ Bouye und Jalen Ramsey. Und da ist der Vorteil klar bei Jacksonville. Die Defense ist unglaublich. Ich kann es nur wiederholen. Jalen Ramsey und AJ Bouye, das beste Cornerback-Duo der NFL. Unglaubliche Zahlen, die Jungs auflegen. Unfassbar. Die Safeties Sean Davis und Mike Mitchell gegen
Barry Church und Deshaun Gibson. Und auch hier muss ich sagen, Vorteil für die Jacksonville Jaguars. Nicht, dass ich irgendwas gegen Artie Burns oder Sean Davis oder Mike Mitchell hätte. Aber mit Barry Church und Deshaun Gibson sind einfach wieder zwei Spieler dabei, die absolut elitär sind, absolut auf einem Top-Niveau sind. Und das ist wirklich schade, dass man in diesem Jahr eine solche starke Defense hat und man einfach weiß, ey, unser Quarterback kann uns alles versauen. Kommen wir zu dem Panther. Jordan Berry gegen Brad Nortman. Und dort verlasse ich mich tatsächlich nur auf die Stats und die sind etwa ausgeglichen. Brad Nortman und Jordan Berry, die gehören zu durchschnittlichen Panther in der Liga, deshalb unentschieden. Die Kicker der beiden Teams, beiden Pittsburgh Steelers, ist der Kicker Chris Boswell. Und bei den Jacksonville Jaguars ist der Kicker Josh Lambo, während Chris Boswell 92,1% seiner Field Goals reinmacht, bei über 50 Yards, 4 von 4. Bei den Extra Points hat er nur 37 von 39 gemacht. Und da frage ich mich immer, hey, wie kann man Extra Points verkicken? Das hat aber Josh Lambo auch geschafft. Er hat 22 von 24 dieser Extra Points gemacht. 91,7% und 95% seiner Field Goals gemacht ist von 50 plus bei 2 von 2. Hat ja Jason Myers während der Saison abgelöst. Myers war bei 0 von 3 von 50 Yards plus und bei nur 88,2% bei den Extra Points. Ja, die Kicker, die gehören nicht zu den Stärken der beiden Teams, aber ich würde sagen, Chris Boswell, der hat ein bisschen mehr Erfahrung und deshalb würde ich sagen, dass der Pittsburgh dieses Duell auch gewinnt. Heißt also, dass Pittsburgh 5 Duelle gewinnt, Jacksonville ebenfalls 5 Duelle und unentschieden gab es 2. Jetzt könnte man sagen, das ist eine ausgeglichene Partie. Bei weitem nicht. Ich rechne immer noch damit, dass Pittsburgh der klare Favorit ist. Und vor allem durch ihre Offense-Armada in diesem Team den Sieg machen könnte. Allerdings wird es interessant zu beobachten sein, wie Jacksonville mit dieser Defense auskommt. Wie gesagt, das Spiel wird von der Defense dominiert werden bei Jacksonville und von der Offense bei den Steelers. Es wird interessant sein, wie Blake Bortles Punkte aufs Scoreboard bringen will. Ob die Defense auch noch die Punkte machen muss, könnte ja passieren. Bei Pick 6 oder bei Fumble 6 oder bei was auch immer. Für mich wird das nicht so ein interessantes Duell. Denn für mich sind die Steelers klare Favoriten. Ich glaube, diese 30-9 Niederlage aus der Regular Season, das wird nicht ein zweites Mal vorkommen. Vor allem nicht im Heinz Field. Und aus diesem Grund rechne ich mit einem klaren Pittsburgh-Sieg und sage 28-13 für Pittsburgh und damit der Einzug in die AFC Championship Games.